Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. In den 90ern saßen wir am Abrichterplatz zusammen, nach getaner Arbeit zufrieden, nicht nur wir, sondern auch die Hunde draußen. Irgendwann kam einer unserer Mitglieder mit dem Thema: lasst einen kleinen Hund auf 70 cm Schulterhöhe wachsen. Welcher wäre der beeindruckendste? Ja. Die Regeln lauteten: Verhältnis 1:1 mitgenommen auf eine Schulterhöhe von 70 cm, auch das Wesen. Nun, da trudelten einige beeindruckende Vorschläge ein. Einer der Superstars war ein Herr, der den Standard Bull Terrier als Vorschlag brachte. Stellen Sie sich diesen Hund, wenn der seine Ausmaße 1:1 auf eine Schulterhöhe von 70 cm mitnimmt, stellen Sie sich diesen Hund mal vor, der hätte einen Kopf wie ein T-Rex und wäre höchstwahrscheinlich nicht führbar. Wenn er irgendetwas tut, was Sie nicht wollen, der hätte mit Sicherheit 90 Kilo Muskelmasse und wäre ziemlich hurtig unterwegs. Anderer brachte den Chihuahua als Vorschlag und wir waren uns alle einig, das wäre der böseste Hund der Welt. Sie wissen, was Chihuahuas drauf haben. Ich kam irgendwann mit dem Vorschlag des glatthaarigen Fox Terriers. Alle sahen mich an, weshalb gerade der Fox Terrier? Nun, ich sage Ihnen was. Jedes Mal, wenn ich diesen Hund sehe, speziell den glatthaarigen, wobei mir beide Variationen sehr gut gefallen, fällt mir beim Fox Terrier sein überproportional großer Kopf im Vergleich zum Körper auf. Ich möchte nicht sagen, dass der glatte Fox Terrier einen mächtigen Kopf hat. Das hat er nicht. Er hat einen wunderschön geformten Kopf. Aber er hat einen recht großen Fang und Kopf für seinen Körper. Wow, das ist mir als erster in den Sinn gekommen, als ich den Vorschlag gemacht habe. Und ja, auch mein Vorschlag beeindruckte die anderen Mitglieder. Denn ein glatter Fox Terrier, das ging ja auch der rauhaarige, aber ich habe es ja eher auf den Glatter abgesehen gehabt. Ein glatter Fox Terrier mit einer Schulterhöhe von 70 cm, der auch sein typisches Wesen mitnimmt, das wäre ein Traumhund, zumindest für mich. Erstens mal wunderschön, ja, universell einsetzbar, was soll ich Ihnen sagen? Ja. Fox Terrier, einer meiner liebsten Terrier, neben Irish Terrier und einigen anderen, ein fantastischer Hund, ein Alleskönner, der fast alles inne hat, was mir bei Hunden gefällt. Und genau um diesen Hund geht es heute in diesem Video und genau über diesen Hund möchte ich heute mit Ihnen und jetzt und gleich hier sprechen. Ja, der Fox Terrier. Nicht der Schädel ist es, der mich bei diesem Hund derartig beeindruckt. Es ist der Fang, der häufig übergroß ist im Verhältnis zum restlichen Körper dieses Hundes. Ist mir nicht bei allen Fox Terriern aufgefallen, aber bei einigen, auf die ich getroffen bin, bemerkte ich, dass sie einen für den restlichen Körper recht kräftigen, recht beeindruckenden Fang haben. Ne? Eigenartigerweise fällt mir das beim glatthaarigen Fox Terrier immer mehr auf als beim Drahthaar. Ja, so. Wir wissen alle, dass Terrier schon vor hunderten Jahren für alle Arten der Jagd eingesetzt wurden. Eine ihrer Hauptaufgaben bestand immer darin, den Fuchs aus dem Bau zu sprengen. Bedeutet nichts anderes als in den Bau einzuschlüpfen, den Fuchs dazu zu bringen, diesen zu verlassen. Draußen wartet dann der Jäger und macht ihm den Garaus. Dieses Fuchsspringen gelingt auch nicht immer und musste nicht erst ein Terrier zusammen mit dem Fuchs aus diesem Bau ausgegraben werden, ja, weil sie sich da drinnen in diesem Bau ineinander verbissen einen hitzigen Kampf lieferten. Also kein Job für Warmduscherhunde, ein knochenharter Job, nur für wirkliche Draufgänger gedacht. Ja. Kleine, feurige, leistungsfähige, todesmutige Hunde. Erste Fox Terrier wurden Mitte des 19. Jahrhunderts in England ausgestellt. Diese Hunde waren reinweiß und vom glatthaarigen Typ.
etwa 1870 folgten dann die ersten drahthaarigen Varianten dieses Types, welche die glatthaarige Fox-Terrier-Variante in den 1920er Jahren langsam begannen zu überholen. Also gelten oder galten als die gesuchteren Typen des Fox-Terriers. Mir persönlich gefällt der glatthaarige besser. Mir gefällt auch der Drahthaar-Fox-Terrier, ja, wahnsinnig gut, doch einige von Ihnen wissen, dass ich hier irgendwie eine Abneigung habe gegen Trimmen und gegen Scheren. Und da kommen Sie mit dem Drahthaar-Fox-Terrier nicht daran vorbei. Ja. Das mag einer der Gründe sein, weshalb ich eher zum glatthaarigen Fox-Terrier tendiere. Ja. Wir haben hier einen Hund mit bis zu 40 cm Schulterhöhe. Er zählt also nicht gerade zu den Riesen und auch nicht zu den Schwergewichtern, denn das Gewicht pendelt sich bei maximal 9 Kilo ein. Es mag den einen oder anderen schwereren Fox-Terrier geben, doch zumeist sehen wir Hunde, die zwischen 7,5 und knappe 9 Kilo schwer sind. Aber das sind 9 Kilo Dynamit, das kann ich Ihnen sagen. Denn der Fox-Terrier, auch wenn viele Spezialisten der Hunde, die hier jetzt gleich mit dem Fox-Terrier vergleiche, aufschreien werden, protestierend, spielt für mich der Fox-Terrier nicht nur dasselbe Spiel wie der deutsche Jagdterrier oder der Petterdill Terrier, er spielt auch in derselben Mannschaft. Nochmal, klar gibt es Unterschiede, gar keine Frage. Doch wenn wir keine Erbsen zählen, dann fahren die eine Schiene. Das sind Hunde, die ja in derselben Liga dasselbe Spiel in derselben Mannschaft spielen. Ist so. Ganz besonders die Working Lines. Also da ist nicht mehr wirklich viel Unterschied. Ich sah Fox Terriers beim Einsatz als Parker aufs Wildschwein. Selbe gilt für die Petterdill Terrier, selbe gilt für die Jagdterrier. Und ich sah alle drei Rassen bei der Jagd, auf den Fuchs, bei der Jagd, auf den Dachs. Die spielen für mich in derselben Liga. Es mag sein, dass der deutsche Jagdterrier oder der Petterdill Terrier eventuell mehr Gameness zeigen, aber das bewegt sich dann schon in so kleinen Rahmen, dass es für mich gar nicht mehr erwähnenswert wäre bei den Working Lines. Ja. Ja, es gibt den drahthaarigen Fox-Terrier und den glatthaarigen Fox-Terrier, das habe ich schon erwähnt. Ein und derselbe Hund, verschiedene Fellvariationen, selber Charakter, selbe Ausmaße, Schulterhöhe, Gewicht, Geschmackssache, für welchen man sich hier entscheidet. Bei mir wäre es der Glatthaar, weshalb das so ist, habe ich schon gesagt. Charaktertechnisch ist der Fox Terrier ein purer Terrier mit all seinen Vor-, aber auch seinen Nachteilen. Ich spreche mal einige Vorteile an. Es ist ein hochintelligenter, aufmerksamer, bewegungsfreudiger, sportlicher, robuster Jagdfamilienhund, ein Clown in der Familie, ein exzellenter Wächter, ein ziemlich schneidiger Teufel, der gut oder gekonnt an die Sache herangeführt einen fantastischen Kinderkumpel darstellen kann, mit denen Ihnen niemals langweilig wird. Diesen Hund können Sie überall hin mitnehmen. Bei Wind und Wetter, egal ob bei Hitze oder Kälte, Terrier sind grundsätzlich sehr wetterfeste Hunde. Ein Hund, mit dem Sie Pferde stillen können. Also ein Top-Hund, wenn es darum geht, Unternehmungen durchzuführen. Er braucht nicht viel Platz in der Wohnung und Sie werden ihn mit Sicherheit mehr spüren als zum Beispiel einen eher ruhigen, gelassenen, schweren Molosser, der vielleicht 4-mal so groß und 4-mal so schwer ist oder 5-, 6-mal so groß und so schwer ist. Aber dieser Hund hat maximal 40 cm Schulterhöhe bei einem Gewicht von 9 Kilo. Also wenn es ums Platzangebot geht, ist das eine dankbare Hunderasse, möchte ich mal sagen. Einige Nachteile aufgezählt. Terrier typisch sehr selbstständig, stur, dickköpfig, zwar hochintelligent, wie ich bei den Vorteilen schon angesprochen habe, und auch lernwillig, aber bei weitem nicht so führig wie ein typischer Gebrauchshund. Mit Terriern muss man es schon etwas anders angehen, was nicht heißt, dass man mit diesen Hunden in diese Richtung nicht arbeiten kann, ganz und gar nicht. Doch man muss sie etwas mit den Tricks packen. Diesen Schneid, den ich vorher angesprochen habe, der kann zum Nachteil werden, wenn Sie mit dem Hund unterwegs sind. Da Fox Terrier, wie viele andere Terrier auch, häufig ziemlich Ellbogen zeigen,
gleichgeschlechtlichen Artgenossen gegenüber. Das kann schon schief gehen. Ein Fox-Terrier ist kein großer, schwerer Hund, der im Falle einer Konfrontation mit einem weit größeren, weit schwereren Hund natürlich recht schnell schwere Verletzungen davontragen kann. Kann Ihnen bei jedem Hund passieren, aber natürlich besteht hier die Gefahr im vermehrten Maße bei Hunden, die den Streit suchen. Das ist ein Nachteil. Ein weiterer Nachteil ist, obwohl der Fox-Terrier ein exzellenter Wachhund ist er kein effektiver Schutzhund. Und hier müssen wir am Boden bleiben. Schauen Sie, natürlich kann Sie ein Fox-Terrier, ein Hund mit den Ausmaßen eines Fox-Terriers, der noch dazu entschlossen ist, unterstützen im Falle eines Angriffs eines Schurken. Ganz besonders dann, wenn dieser Schurke sich generell vor Hunden fürchtet. Doch wenn Sie sich hier einem entschlossenen Aggressor gegenüber sehen, bewaffnet oder nicht bewaffnet, ist völlig egal, der sich vielleicht von Hunden nicht fürchtet, ja, dann bleibt es nur beim Unterstützen. Ja. Also der Hund kann sich da nicht allein aus dem Dreck rausziehen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Also da gehört der Hauptanteil schon Ihnen als Besitzer. Er kann Sie nur unterstützen, denn er hat zu wenig Substanz, ja, um einem erwachsenen Menschen hier wirklich effektiv zusetzen zu können. Ist ein Nachteil, nicht für jeden, aber für mich, da ich es auf diese Eigenschaft Schutz beim Hund doch mehr oder weniger abgesehen habe. Also ich begrüße das. Muss nicht unbedingt sein, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre das so. Ein weiterer Nachteil. Ja. Dann kann es sein, dass der Fox-Terrier durch seine Aufmerksamkeit vielleicht manchmal etwas mehr bellt als andere Hunde. Wir haben hier einen Fox-Terrier nicht weit von uns entfernt, da habe ich ein Erlebnis hinter mir mit Vito, das ich Ihnen nachher erzählen möchte. Auch der kann so anständig und beruhigt sich nicht so schnell. Also typische Terrier Vor- und Nachteile, aber im Großen und Ganzen ein Top-Hund. Kurz das Erlebnis erzählt, das ich mit diesem Fox-Terrier hatte, ist ein Glatthaar-Fox-Terrier. Optisch wunderschön, charakterlich weiß ich es nicht. Ich gehe zwar häufig am Grundstück vorbei, das von ihm bewacht wird und höre ihn ständig, aber sonst kenne ich den Hund zu wenig und habe auch mit seiner Besitzerin noch nie gesprochen. Eines Tages ging ich die Gasse hinauf mit Vito, die Gasse, in welcher sich das Haus befindet, das Grundstück befindet, das dieser Fox-Terrier bewacht. Und es fuhr ein Auto bei mir vorbei, das direkt, also vis-à-vis von diesem Grundstück, sich einparkte. Stiegen einige Leute aus und der Fox-Terrier schoss aus dem Grundstück heraus. Ihm folgte seine Besitzerin, die Hundetrainerin ist. Ja. Der Fox-Terrier sah uns, begrüßte kurz diese Leute, die sich da hingeparkt haben und startete dann auf uns zu. Vito war an der Leine, der Fox-Terrier natürlich frei. Kam relativ dominant in Vito hineingeschossen, ich sage Ihnen was. Der einzige Grund, weshalb Vito diesen Fox-Terrier nicht durch die Gegend geschüttelt hat, ja, also das ist mal ganz klar, dass dieser Fox-Terrier unterlegen gewesen wäre. Schauen Sie, Vito hat in etwa die Ausmaße eines leichten deutschen Schäferhundes, geht auf die 40 Kilo zu, 65 cm Schulterhöhe. Hier will ein Fox-Terrier kein Land sehen, das ist ganz klar. Doch die Besitzerin merkte das recht schnell, dass der abgebogen ist, ganz klar, und lief hinten nach in recht schnellem Tempo. Und ich habe Ihnen schon mal erzählt, dass Vito eine derartige Scheu vor Fremden hat, ein derartiges Misstrauen entwickelt Fremden gegenüber, dass er selbst im Konfliktfall mit einem anderen Hund, wenn er merkt, dass der Besitzer dieses Hundes in diese Rauferei hineingelaufen kommt, um mir dabei zu helfen, die wieder zu schlichten, wenn er den merkt, dann blendet er seinen Kontrahenten völlig aus und konzentriert sich auf diese fremde Person, ja, während aber sein Kontrahent auf ihn weiterarbeitet, ihn weiter bekämpft. Genauso war das. Noch bevor Vito agieren oder reagieren konnte auf diesen Fox-Terrier, sah er die Besitzerin schnell laufend näher kommen, ja, blendete den Fox-Terrier zum Glück für den Fox-Terrier aus und konzentrierte sich auf die Besitzerin. Scheuverhalten, wollte weg. Die Besitzerin dachte, Vito fürchtet sich vor dem Fox-Terrier. Ich erklärte ihr dann, na, hat keine Scheu vom Fox-Terrier, sondern von Ihnen. Sie meinte dann, von mir? Ja, von Ihnen, bin dann weitergegangen. Das kann mir leicht passieren oder ist mir schon öfter geschehen. Schauen Sie, Leute, die meinen Hund nicht kennen, können mir nicht deuten, weshalb der Hund so reagiert. Aber wie gesagt, das war
ein Glück für den Fox-Terrier. Hätte schief gehen können, wäre die Besitzerin nicht nachgekommen und ich wäre mit diesen beiden Hunden da alleine da gestanden. Ja, um 20, 30 Sekunden, die ein 40 Kilo schwerer Schäferhund, großer Hund, einen Fox-Terrier in der Mandel hat, kann schon einiges schief gehen. Ja, schauen Sie, Fox-Terrier sind Hunde, die mir wahnsinnig gut gefallen. Aus vielen Gründen. Zuerst mal gefallen sie mir optisch sehr gut. Ausgestattet mit wunderschönen Farben. Sie haben einen sehr markanten, elegant aufgebauten, kräftigen Kopffang. Ja. Der Fang ist es, der mich jedes Mal anspringt bei diesem Hund. Ihre Überfall- oder Knopfohren, ja, die sie besitzen, verleihen ihnen so ein neckisches Aussehen, wie soll ich sagen, so ein Banditenaussehen. Der Gang dieser Hunde ist eine Sache, die ich persönlich noch nicht bei vielen anderen Hunden gesehen habe. Wenn ein Fox-Terrier leicht trabt oder geht, dann wirkt er extrem steif, ja? Als hätte er Rückenprobleme. Ja? Sehen Sie sich mal Videos von diesen Hunden an, dann werden Sie wissen, was ich meine. Aber das täuscht. Diese Hunde sind wahnsinnig beweglich, müssen sie auch sein, sonst hätten sie diese Aufgaben, die ihnen zugeteilt wurden und auch noch werden heute, speziell bei den Working Lines, nicht schaffen können. Ja, also ein ungelenker, steifer Hund, der hat in einem Fuchsbau nichts verloren oder in einem Dachsbau. Doch er wirkt so. Ja. Sie haben einen relativ kurzen Rücken, relativ hohe Läufe. Jetzt wirkt der Hund recht steif, wenn der geht, aber sie sind sehr schnell, sehr beweglich. Ja. Die allgemeine Erscheinung dieses Hundes gefällt mir sehr gut. Und mir gefällt sein Charakter. Das sind schneidige Banditen, die anständig was drauf haben. Und mir gefällt das, wenn das bei Hunden so ist. Jetzt denken Sie sich, wieso, du nutzt das ja nicht aus? Stimmt. Ich bin kein Jäger und bekämpfe Füchse oder Dachse mit einem Terrier, Fox-Terrier oder anderen Terriern. Mir hat noch nie ein Fuchs die Gans gestohlen, ja? Und auch kein Dachs irgendeinen Schaden, weiß ich nicht, hinterlassen. Aber ich mag das, wenn Hunde so sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mein Auto hat permanenten Vierradantrieb und ist 260 PS stark. Ich bin kein Offroader und ich bin kein Rennfahrer. Brauche ich das? Na, brauche ich nicht, aber es vermittelt mir ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich diese Reserven habe. Und beim Fox-Terrier oder bei Hunden, die gewisse Dinge drauf haben, ist das bei mir ähnlich. Da schaltet mein Gehirn ähnlich. Ich rufe das nicht ab, ja? Aber irgendwie gibt es mir ein Gefühl, wie soll ich sagen, es gefällt mir zu wissen, dass es da ist, ja, im Notfall. Er könnte es eventuell abrufen, ja? Wobei ich mir hier bei einer reinen Showlinie eines Fox-Terriers nicht so sicher wäre. Aber Sie verstehen schon, was ich meine, und so funktioniere ich bei Hunden auch. Ja? Der Fox-Terrier zählt mit Sicherheit zu den 3, 4 Terriern, die zu meinen Favoriten dieser Kategorie gehören. Ja, also ein absoluter echter Terrier-Favorit ist der Irish Terrier. Ich kannte da den Jack, da habe ich schon ein Video mal, den habe ich in einem Video erwähnt, wo es über den Irish Terrier geht. Das war ein fantastischer Hund. Aber auch der Fox-Terrier, der kommt da gleich ganz knapp hinten nach. Ja? Und dann gibt es noch einige andere, die mir wahnsinnig gut gefallen. Für wen ist der Fox-Terrier geeignet? Nun, wenn Sie ein Mensch sind, der es auf den Hundeabrichtesport abgesehen hat, gibt es geeignetere Hunde als echte Terrier. Wobei Sie selbstverständlich auch mit echten Terriern am Abrichteplatz arbeiten können. Ja? Auf jeden Fall geeignet für sportliche Familien, eher nicht geeignet für Faulenzer, ja, Leute, die nicht wirklich was tun wollen mit diesem Hund. Ich blende mal den Rassenrechner ein, ja, da können Sie sich etwas orientieren. Ja. Das ist ein sehr sportlicher Hund. Selbst wenn Sie einen großen Garten haben oder ein Grundstück haben, wo Sie nicht täglich dreimal am Tag, also täglich dreimal rausgehen müssen, weil ein großes Grundstück vorhanden ist, sollten Sie den Hund auf jeden Fall beschäftigen, körperlich und geistig. Das ist ein Terrier. Bei Terriern ist es ähnlich wie bei echten Schäferhunden, wie den Cattle Dog etc., bei richtigen Arbeitshunden. Wenn Sie denen keine Aufgabe nicht geben, ja, dann verkümmern sie leicht, geistig. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Umgekehrt genauso, ganz klar.
gilt für den Fox Terrier genau dasselbe. Also der gehört beschäftigt. Da sollten Sie was tun. Diese Hunde eignen sich nicht für Faulenzer, auch nicht für zu alte Leute. Das sind Hunde, mit denen sollten Sie schon etwas Gas geben. Ich weiß, viele ältere Menschen, die einen vierbeinigen Freund suchen, orientieren sich hier bei eher nur an Größe und Gewicht. Doch das ist ein riesiger Fehler. Ich habe Ihnen schon öfter erzählt von der älteren Dame, die mit einem Australian Cattle Dog unterwegs ist. Ja, es ist ein Graus. Wir sind beide nicht glücklich miteinander. Der Cattle Dog ist völlig unterfordert. Körperlich, das sieht man, aber man merkt auch, dass es geistig ist und die ältere Dame völlig überfordert mit dem Hund. Ja. Also hier sollte man schon seinen Fokus drauf legen, was der Hund braucht. Sich ein bisschen einlesen, sich ein bisschen umschauen in den Videos, wie der Hund gepolt ist. Ja. Also das ist kein Hund für ältere Leute, meiner Meinung nach. Für ältere Leute, die noch ziemlich rüstig unterwegs sind und aktiv sind, ja, kein Problem. Aber für Leute, die nicht mehr wirklich so Dampf haben, ja, wirklich was tun können, also dafür eher nicht. Junge Menschen, auf jeden Fall sportliche Menschen, auf jeden Fall unternehmungslustige Menschen, Leute, die einen guten Wachhund suchen, Fox Terrier, so wie fast alle Terrier oder eigentlich alle Terrier, ein exzellenter Wächter, einfach ein wunderschöner Hund. Nur müssen sie sich immer dessen bewusst sein, dass das ein Hund ist, der recht viele Ecken und Kanten zeigen kann, ein ziemlich schneidiger Teufel sein kann. Ja, also auf jeden Fall. Ein Fox Terrier, wie gesagt, spielt für mich in derselben Mannschaft wie Jagd Terrier und Pedigree Terrier, und auch das sind keine Kinder von Traurigkeit, das wissen wir. Ja, aber alles in allem ein Top-Hund, häufig übersehen. Man sieht auch nicht so viel. Wie gesagt, wir haben hier in der Ortschaft, in der ich lebe, soweit ich weiß, nur einen, aber der ist ein wunderschöner Rüde. Leider weiß ich zu wenig von ihm, ich weiß nur, dass er wunderschön ist und dass er ein guter Wachhund ist, ein guter Melder ist. Ja. Ja, so viel zum Fox Terrier, Drahthaar, Glatthaar. Wer die Wahl hat die Wahl. Ich würde mich für die Glatthaar entscheiden. Weshalb, das habe ich schon gesagt. Aber beide Hunde, Top-Hunde. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.